Einige Leute fragen immer mal wieder, was machst du da eigentlich mit der Epigenetikpraxis? Was ist das überhaupt? Und ja, was kann man damit anfangen und so weiter und so fort. Und das ist eine berechtigte Frage, was macht man mit der Epigenetik? Und ich nenne den Bereich mittlerweile, das ist auch so im Laufe der Jahre hat sich das ja auch alles so bei mir ein bisschen entwickelt und das ganze Feld ist noch ein bisschen breiter geworden. Im Prinzip immer das, was man braucht. Ich nenne es jetzt funktionelle Epigenetik. Und das beinhaltet auf der einen Seite erstmal die, deine Gene. Da geht es also darum, welche Gene hast du, wie funktioniert die Aussteuerung von diesen Genen, sind die verschiedene Gene beeinflusst, dass die vielleicht schneller arbeiten, langsamer arbeiten und so weiter und so fort. Und was kann man letztendlich tun dann? Der zweite Bereich, da geht es um funktionelle Medizin, um funktionelle Labordiagnostik, wie man dann schaut, was tatsächlich im Körper abläuft, basierend auf diesen Genen, weil die Gene sind letztendlich nur ein Bauplan und was im Körper passiert, das muss man sich dann anschauen, ganz konkret. Da muss man aber wissen, was man tut und welche Blutwerte, Laborwerte insgesamt da relevant sind. Und der dritte Bereich ist dann letztendlich, wie kann ich therapeutisch jetzt Veränderungen durchführen über zum Beispiel verschiedene Interventionen, Lifestyle-Veränderungen, Ernährung, aber auch Nährstoffe, Nährstofftherapie. Und das ist im Prinzip der komplette Bereich der funktionellen Epigenetik. Soweit, so gut. Aber zurück dann zu der Frage, was mache ich da eigentlich oder was ist da wirklich der Fokus, wenn man sich das anschaut? Und ich habe das so mal schön jetzt in dem neuen Slogan zusammengefasst, für was meine Arbeit hier in der Epigenetikpraxis steht. Das ist Ursachen finden. Damit fängt es an, wirklich die Grundursache oder Ursachen zu identifizieren. Was passiert da eigentlich jetzt im Körper? Warum ist das so? Und nicht an der Oberfläche irgendwo rumschwimmen, sondern wirklich reingehen, um was geht es da? Der zweite Aspekt ist reparieren, weil in der Regel ist es so, man schaut sich das an und dann merkt man sehr schnell, da sind bestimmte Systeme arbeiten nicht mehr sauber, die sind aus der Balance gekommen. Das kann man dann, wie gesagt, messen und sehen, was da abgeht. Wenn man es geschafft hat, tatsächlich eins oder mehrere Systeme wieder zu reparieren und der Körper kommt dann dadurch nach und nach in einen guten Zustand rein oder bekommt wieder mehr Balance, dann ist der nächste Schritt in der Regel die Optimierung. Da geht es jetzt darum, wie kann ich jetzt noch mehr daraus holen? Kann ich diese Systeme noch runterlaufen lassen? Was kann ich tun? Auch gerade der ganze Bereich Longevity, Langlebigkeit, Anti-Aging, wie auch immer man das nennen will. Da geht es also um Optimierungen. Und der letzte Punkt mit System. Da geht es darum, dass man ein klares System hat, einen roten Faden, der einem da durchbringt, sonst verliert man sich da ruckzuck. Ich kenne so viele Leute, die lesen dann irgendwas, dann ist wieder irgendein neues Nahrungsergänzungsmittel rausgekommen, irgendeine neue Therapie, irgendwas Glitzerndes, wo man sich draufstürzt und das lenkt halt ab von dem Wesentlichen. Ein System bedeutet, man hat einen Startpunkt, man hat bestimmte Etappen, Milestones oder Meilensteine, die man da durchgeht und man hat einen klaren Faden, was aufeinander aufbaut. Und dafür habe ich ja das Konzept der wichtigen Gesundheitskompetenzen aufgebaut in den letzten Jahren. Die bauen schön aufeinander auf. Wir fangen wirklich mit Grundlagen an, auf Zellebene. Sogar der Geist ist da mit drin. Gesunder Geist, gesunder Körper. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und wenn ich Zellebene anfange aufzubauen und dann kann ich auch schön darauf nachher andere komplexere Themen angehen, wie zum Beispiel Immunsystem, Methylierung und so weiter und so fort. Also diese Gesundheitskompetenzen, die geben so eine Art Rahmen, den ich dann benutzen kann, wie eine Art Checkliste sozusagen und die zeigen mir auch, welche Systeme wichtig sind und die zeigen mir dann auch, dass ich einen Fokus halte auf nicht zu vielen Sachen.
Weil manche Leute, die wollen dann gleich alles auf einmal machen, das ist auch nicht so schlau, da verzettelt man sich. Ne? Und jetzt bringe ich die ganze Sache nochmal zusammen. Ursachen finden, reparieren, optimieren mit System. Das klingt gut, das ist schlüssig und das ist auch meine Philosophie, wie man arbeitet. Und dieses Motto geht durch meine ganze Arbeit durch, egal ob du jetzt zum Beispiel bei mir mal so ein Schnupperangebot nimmst, Präventivcheck, wo man mal schnell durchmessen kann, was geht im Körper gerade ab, kurze Analyse, ne, einfache Sachen bis hin zu vielleicht mal ein Epigenetik-Starterpaket. Da geht es ja darum, dass man mal mit DNA-Analyse einen ersten Einblick bekommt, was geht da eigentlich alles in meinem Körper ab, wie laufen die Systeme. Ne? Oder wenn jemand Interesse hat, möchte sich weiterbilden, da habe ich das Epigenetik-Mentoring-Programm über 4 Monate, wo ich den ganzen Bereich der funktionellen Epigenetik hands-on, praxisorientiert mit jemandem vermittle und durchgehe. Oder jemand, der vielleicht einfach nur das Wissen ausnutzen will, zum Beispiel in einer verantwortungsvollen Position als Unternehmer, Führungskraft und so weiter. Da gibt es verschiedene Coaching-Möglichkeiten, die ich da anbiete. Es gibt also viele Optionen, aber dieses Motto Ursachen finden, reparieren, optimieren und alles mit System, das ist der grüne Faden hier oder der rote Faden, wie man ihn nennen will. Es geht darum, dass hier dieses Motto wirklich in der ganzen Arbeit, die ich mache, sich irgendwo durchzieht und diese Arbeit auch prägt. Weil wenn ich nicht die Ursachen finde, und das ist leider das Problem bei vielen anderen Ansätzen, dann bastle ich da irgendwas mehr oder weniger zufällig darum, ohne jetzt wirklich zu verstehen, was da eigentlich ist. Und das ist nicht nachhaltig. Ne? Also das dazu. Gerne Fragen, Kommentare zu diesem Motto, würde ich mich freuen und ich beantworte die dann auch.